geht schon los hier, Alter. Tschüss. Schicke Gegend. Okay, Digga. Und dann mit einer Ayo, was gefunden? Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play Projekt. Wir spielen What Remains of Edith Finch. Das Ganze ist ein Walking Simulator. Ist, glaube ich, auf den Konsolen und auf dem PC erschienen. Ich habe es mir mal vor einer Zeit für den PC für 2 oder 3 Euro, glaube ich, gekauft über Steam, weil ich es unbedingt mal spielen wollte. Ich habe sehr viel Gutes über das Spiel gehört. Es soll eine wundervolle Story haben, schön erzählte Geschichten und so weiter. Wir sind sehr gespannt. Ich habe davor mir extra nichts angeguckt. Ich habe mir so viel es geht, sage ich mal, erspart. Einfach aus dem Grund, weil ich das Ganze mit euch gemeinsam genießen möchte. Es ist auf jeden Fall ein Spiel, wo man viel lesen muss und viel zuhören muss. Und wir kommen ja in die Sätze sozusagen rein. Ich muss sagen, das FOV ist ein bisschen hoch, also ein bisschen zu tief. Kann ich das vielleicht ändern? Grafik, Desync aus, alles auf Ultra. Vollbild randlos, Helligkeit ist okay. Geht nicht raus, ah scheiße, Bruder. Das FOV ist ein bisschen zu hoch, Bro, meiner Meinung nach. Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Alles I klar. haven't been back since my brother Lewis's funeral. Mach mal auf den Hasen. Ich muss sagen, grafisch bin ja alles auf Ultra. Sieht sehr, sehr gut aus. Okay, ihre Mutter hat ihr einen Schlüssel gegeben. Nichts, okay. Ist nach oben oder nach unten? Die Atmosphäre ist schon sehr geil. Hat etwas von Life is Strange, meiner Meinung nach. Und Art und Weise, wie sie das erzählt und so. Richtig krass, Digga, fühle ich auf jeden Fall. No one had driven this way in a long time, but I saw a few hoof prints. Okay, krass. Ey, guck mal, ein Hirsch, hallo. Tschüss. Man sieht sich, Cousin. Oh, kurz mein Auge, ich bin gerade aufgestanden, wir haben gerade 7 Uhr. Das ist Punkt 7:1, Digga. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. Also, sie hat das Haus geerbt und wusste nicht, ob sie jetzt... But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Ja, genau, wir müssten ja sozusagen... Viele Fragen haben wir ja, die nur uns das Haus beantworten kann. The way I'd been dreaming about it. Was ist denn das, Digga? Baumhaus für Spezialidioten? Ich weiß nicht, Bruder. Aber wir werden es auf jeden Fall gleich erfahren. Gehen wir gleich hinein. Dann schauen wir uns hier noch ein bisschen an. Wir nehmen uns auf jeden Fall Zeit fürs Let's Play. Now, as a 17-year-old, I knew exactly what those words were. I was afraid of the house. Okay, krass, er hat Angst vom Haus. Wirkt so ein bisschen wie ein Haunted House. War das Spiel so leicht, Digga, mit dem Dingens. Okay, hier geht's halt runter. Aber im Prinzip müssen wir halt ins Haus gehen. I hope the key might unlock the front door. It didn't. Wir können alles mit der Maus steuern. Also sozusagen die Mausbewegungen sind diejenigen, die, sage ich mal, okay, verstehe. Haben die gut gemacht. Ich kann nicht sprinten, ich kann nur laufen und ich kann halt so ranzoomen. Das kann ich machen.
Jetzt müssen wir kurz mal gucken, wo können wir hin? Wahrscheinlich durch die Hintertür oder so. Scheiße, Alter. Was haben wir denn hier Schönes? I asked Edith was once ist about das the denn? dragon in the pond. She said it had killed her husband. I was 6. It seemed like an odd joke to me, even then. Ja, Mann, die Drache hat ihren Mann getötet und das aber zu den Drachen versunken. Das ist aber gigantisch. Kann ich hier ins Wasser rein? Ja, oder? Ja, nee, ich werde ja sonst nass. Die Frage ist jetzt, wo ist der Schlüssel? Also wo muss der Schlüssel rein, ja, Maniak? Wo muss er rein? Lass mich durch. Ah, warte, hier geht's links weiter, ne? Ja, hinten. Wahrscheinlich so eine Hintertür. Guck mal hier. Achso, die Dinger, hallo? Wir können so hindurch. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Gespeichert. Ja, moin, Alter, krass. Gefrierschrank. Oh, Gottes Willen. For the first time in years, 2010. I felt like I was home. Ja. Guck mal, was ist das? Thunfisch? But Was haben instead wir of a sonst noch? family, there were just memories of one. Aber anscheinend in der Familie waren die Erinnerungen noch da. Was ist eigentlich passiert? Also sind ihre ganzen Familienmitglieder alle gestorben? Like how only one restaurant would deliver to our house, so we had Chinese a lot. Chinesisch bin ich auch ein großer Fan von. Pommes sauer, Schwarzbohnensoße, gebratene Ente und so. Das ist schon echt alles richtig geil. Except our cat, Molly. Chinesisches und Essen, das geht echt immer, Digga. Schmeckt mir auch mit, das habe ich damals, meine Mutter hat das damals immer sehr viel gegessen, wo ich noch in dem Bauch war. Und seitdem habe ich auch den Geschmack übernommen. Ich war noch immer gedeckt wie in der Nacht, als wir gegangen sind. It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Okay, krass. Okay, die Familie war sogar sehr buchorientiert, wie man sieht. Ich konnte mit Büchern nie was anfangen, so richtig. Bin ich ehrlich, aber krass. One of us who could imagine Great-Grandma Edith living in a nursing home. Sich, aha. Ach, sie wollte sie ins Altersheim schicken, aber die anderen wollten nicht, okay? Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it, like a smile with too many teeth. Ja, guter Even the Vergleich. fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house after it sank. Okay, krass. Hier ist ein Stuhl. Oh, schön, wie die Wörter alle gehen. Na, guck mal am Fernseher. Was sind das? 40 Zoll? 30 Zoll? 45? Oder wir haben im Wohnzimmer bei uns, ne? Wir haben einen 85, 90 Zoll Fernseher, Digga. Der Fernseher ist so fett, Digga. Wie, keine Ahnung, Digga. Du brauchst gar nicht ins Kino gehen. Das ist wild. Ja, hier können wir nichts mehr machen. Lass mal hier weg. Was ist das hier? Oh, guck mal hier. Great-Grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house. Oh, was für für Barbara eine Spieluhr. Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Okay, was hatten wir hier noch? Was ist das hier? Warum ist das zugekleistert? Edie told me once that every Finch who ever lived is buried somewhere in the library. Gruselig.
After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Bedroht ihr Gucklöcher? Wie soll man ein Guckloch bedrohen? Ist sie bescheuert? Was ist I das hier? spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Schick. Lewis told me there were secret passages, but I never believed him. Das wäre möglich. Tatsache. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Now it was time to find out what my mom had been Krass. afraid of. Okay. Ihre Mutter hatte Angst, ihr irgendwas zu sagen, jetzt bin ich gespannt. Maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. Ich bin gespannt. Just like I had no idea where all this was gonna lead. Ist das ein Kinderzimmer? So aus. Und auf jeden Fall, hier ist lang keiner mehr gewesen. Molly's room through the peephole. Molly's gerbil had a tiny bedroom with its own even tinier gerbil cage. Krass. Sie hat eine Maus, sie hat einfach ein Schlafzimmer. Guck mal, sie in den Körper. Ist die schwanger, die Alte? Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Was ist das hier alles? Was ist das? Molly Finch. Ich glaube, ihre kleine Schwester. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Ah krass, okay, wir sind jetzt die Kleine. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Ja, hast du gerade echt eine... Gottes Willen. Mom, can I come out now? Warum ist sie denn eingesperrt gewesen? Late. Go to sleep. Warum hat sie eingesperrt? Ich hätte die aufgedreht, nicht ihr Junge. Lass mich doch nicht rein. Stell dir vor, ich muss scheißen. Oh. Hat sich erledigt. Was haben wir hier noch? Ein Goldfisch. Das ist schon... Ich dachte schon daran. I thought about eating Christopher, but I held back. Na süß. Ja, passt. Ist hier sonst noch was? Ist irgendwas im Klo? I kept eating and eating. Bist du... das ist... Hat die gerade Zahnpasta gefressen? Olem, was ist mit dir? I ate a lot of things that night. Was ist denn jetzt? Hallo? Then I heard chirping outside my window. It was a barn swallow going back to her nest. Was geht ab, Cousin? Hallo? Oh, der hat die Haare zugekettet wie... Ach du Scheiße. And suddenly, I was a cat. Willst du mich verarschen? I tried to be quiet, but the bird was really scared. Krass. Okay, krass, Digga. Mom and Dad didn't even look at me. Das die Charaktere? Die sehen aber scheiße aus. Ja, moin. Kann ich hier sonst noch rein? Aha. Aha. Ich muss sagen, die Atmosphäre von dem Spiel ist unfassbar geil. The
babies were all gone. Das muss man echt sagen, die Atmosphäre von dem Spiel ist... Ich sage halt auch nicht selber viel dazu, weil ich gerade echt am Genießen bin, so. Die Frage ist jetzt, wohin? Hier nicht weiter? Da muss doch irgendwie weitergehen. Hier vielleicht? Tschüss. Okay, runterfallen kann ich hier eh nicht. Gibt's vielleicht irgendwie so... Soll ich wieder zurückgehen? Nee. Ich muss irgendwo hin, die Frage ist wo, ja Selemi. Warte mal, ist hier irgendwie vielleicht ein offenes Fenster oder sowas? Hier ist kein Fenster. Ah ne, ich kann nur hier durch, also ich kann aber nicht rüber. Ein Vogelnest? Ja, das weiß ich, ich kann halt so, aber... Jetzt bin ich gerade ein bisschen überfordert. Ich glaube, ich muss dem Vogel folgen. I jumped and I almost got her. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. Ach du I Scheiße, promised Dad Digga. I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. Sie hatte Hunger und sie wollte den Vogel I essen. gobbled her up. And suddenly, I was an owl. First, Krass. all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Krass, ich fliege. Aber mit Space kann ich verstehen. Jetzt muss ich ein Wesen finden, ein Tier finden. Alles ist so geil gemacht. Rabbits. Yes, ich habe einen Rabbit genommen. I imagined his face looking up and seeing mine through my talon. Gottes Willen. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Junge, bist du irgendwie Matt Stoney sein Stiefcousin geworden, Alter? Die frisst ja mehr als ich. Und ich bin schon dick, Alter. A mama rabbit. Eine Mama Rabbit. Sieht genauso aus. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. Alter. I was a shark. What the fuck? Was bist du nicht? Alter, ey, lass mich durch. Hallo? Hallo? Nein. I rolled off a cliff and into the Alter. Now, I was hungrier than ever. I wanted fat, juicy seals. Oh nein, die armen I Wesen. tore off her flipper, and it tasted really good. Sei doch nicht so herzlos. Ja gut, wir sind ein Hai, aber trotzdem.
Cousin macht ernst. Lecker mehr, du Hund. Lack, ich fress dich. Nein. Ich muss richtig zählen, Digga, das ist schwer. Grabbed Jetzt. that tight. When I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Bin ich eine Schlange? Now I was a monster, and I smelled people everywhere. Ich will ein fucking... Was bin ich denn? Ein Tentakelvieh. I was big, and I moved real quiet. Oh mein Gott. Ich hab den gefressen, oder was? Bruder, das ist weird. Kranke Scheiße. I wanted to stop, but also I didn't. Alter, was ist das für eine kranke Scheiße? Spiel ich ja, Bruder. Okay, wie viel will ich noch essen? Das ist die Frage. Oh Gott, das ist das ekelhafteste Wesen. Warte, dreh ich mal um. Hallo. Kann ich mich umdrehen? Was ist das denn jetzt hier, Digga? Ah, jetzt. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Kranker Shit. I slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Ein altes Rohr, Junge. Lass mal dort was snacken gehen. Ew. I got Alter. closer and closer. All my stomach started growling, Ist das eine Taschenlampe? and suddenly I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep, but it's not going to wait much longer. It needs to feed, and we both know I will be delicious. Okay, krass. Kranke Scheiße. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Heftiger I got the Shit. sense Edie had spent a lot of time here. Die hat ein I Buch can't mit describe Dings. it, but I felt like some part of Molly was still here. Ah, sie wurde sozusagen von dem Vieh gegessen, okay. Wie kann ich jetzt hier raus? Hier? Oder Fenster? Fenster, ne? This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Though, when we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly.
I spent a lot of Oh, time in süß. Great Grandma Edie's room. Oma, Opa Eddie war wohl... From my mom. Ne, ich sag's lieber nicht. Her room was like a museum. Ja, das wirkt so. Was ist das hier? For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. And Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, he set sail with his family and his house, hoping to leave the curse behind. Die waren verflucht, scheiße. But 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edith, with husband Sven and baby Molly, step ashore on their new home, Orcas Island. Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. Tschüss. His daughter Edith is already dreaming of a new Finch house. Nee. Wie kann ich das abbrechen? Okay. Oh Gott. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Okay, krass. Ja. Ein Kassettenspiel, was ist das hier? Edith gave a big interview about a mole man living under the Finch house. My mom was furious. One summer, they evacuated the island, but Edith refused to go. For a few weeks, she was a celebrity. I hadn't thought of myself as Edith Jr. for a long, long time. Oh, meine Nase, Digga. Oh, herrlich. When Edith told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Even in her 90s, sometimes Edith seemed a lot younger than my mother. The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Geil. It was a Einfach pretty big geil. place. Dafür brauche ich einen Schlüssel für. Es ist wieder der Schlüssel. Ah, verstehe. The Secrets bei Sven und Edith Finch. Danke, There's Scheiße. a secret in this Oh, bathroom. süß. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Kranker Scheiß. Boah, das ganze Haus ist voll gepackt mit so Geheimgängen. Waren die wahnsinnig? Was ist das Then hier? gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Willst du mich rollen? Ducke From the dich. paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. I knew Grandpa Sam had a twin, and that he never talked about him. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Ja, ja, Geschichte. Was ist denn das jetzt? Oh, wie schön, ein Helm. How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Da ist der Fuß gebrochen. Was haben du gemacht? Nach vorne My brother jetzt. said he'd die before he ate. Nach hinten. Und nimm den Schwung mit. Und nach hinten. At Und Barbara's Schwung. funeral, he swore Und he'd never nach be afraid again. hinten. And he wasn't. Los. I think Calvin always wanted to fly. Oh, geil, Alter. Dinner's ready. Coming. But that day, he finally made up his mind to do it. Alter, was I war das told him denn? going around was impossible.
Maybe if I hadn't said that. Alter! Or maybe if the wind hadn't picked up. Then maybe he'd still be here. But I doubt. Der Typ ist ja wahnsinnig, der will unbedingt ein 360 schaffen. That's what I want to remember about my brother. Ah, der ist jetzt durch die Schaukel gestorben, oder was? Alter, 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 oh mein Gott! And he did. Der eine begeht Suizid mit einer Schaukel, die andere wird von einem imaginären Wesen gefressen. Was ist denn los mit denen? Alter Schwede, Alter, die sind ja alle wahnsinnig. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Aber das Zimmer sieht cool aus. Ja gut, bisschen zu wenig Videospiele. Cool. Was ist das hier? Nochmal ein Geheimweg. Ich fick doch Geheimwege. The passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Ja, geht's weiter? Okay. Was da hinten? Ein abgetrennter Schädel. Nicht so schön. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Barbara dachte auch, die ist hier der nächste Kollege. I never thought about how hard it must have been for her afterwards. Wie schwer es für sie danach gewesen muss. Was ist eigentlich mit der passiert? Dreadful All the stories. stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Cool, ein Comic. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. Bester Synchronsprecher. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec.
20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. She reached for the music box. Mhm. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Ah krass, ich kann das durch den Comic steuern. Alter, wie geil ist das Ding gemacht. She found Rick's crutch and imagined Digga, einfach Michael Myers. Woher haben die Rechte für Michael Myers Soundtrack bekommen? Die haben einfach die Rechte für den Michael Myers Soundtrack bekommen, das ist geisteskrank. Oder mit einer Krücke, oder? Finch rattled and grew still. Oh dear! Aua. Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your scream. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Oh. Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Ja, moin. Das haben die schon cool umgesetzt. Also die Ideen teilweise sind schon wirklich sehr, sehr nice. Aber ich finde es krass, dass sie einfach die Lizenz für die Halloween-Musik bekommen haben. Das ist halt geisteskrank. Ich will nicht wissen, wie viel die dafür hingelegt haben. Das ist halt einer der Komponisten gehören, die Lizenzen hat, das komponieren kann auch sein. Da kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber könnte sein. Orcas Island police described the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Oh nein. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. Du Hund. He couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. Ja, hol ein Fenster da. Wie geil ist das gemacht, Digga. Schon sehr geil gemacht. She thought about abandoning Walter, but just couldn't do it. Scheiße, Bruder, wo geht's hier raus? Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. He wasn't moving, but she sensed the story might. Scheiße, Digga, was ist hier los, Mann? Was ist mit den Leuten los? Lebt der Typ noch? Es war so klar. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was. Ganz toll. Ganz toll. The door. She heard whispering. It was coming from inside the house. Uh-oh. Oh dear.
The monsters had come to surprise. Ah, krass, okay, geil, das hätte ich jetzt nicht gedacht. It was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter? Hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box was all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. So ein Spasti. Aber von wem wurde die jetzt umgebracht? Also von den Viechern oder? Oder das macht alles gar keinen Sinn. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Ach du Scheiße. Rest in Peace an der Stelle. Jeder von denen hat ins Gas gebissen, aber sowas von. Ja, okay, sonst, wie geht's so, du Hurensohn? Was ist das hier? Ah, von da komme ich ja raus. Okay, krass. I guess now I know why Mom didn't like me playing with the music box. Wenn ich das gewusst hätte, ich das auch nicht gewollt. Edie's father Odin built the original house. Apo Odin, Darren Junge, weißt du Whenever mal. people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Hier ist ein Dachboden. Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Kranke Scheiße. All those times I played with the music box and never found the basement key. Warte, stimmt, ja, der Dings. Le Basement. Stimmt ja. Genau. Sehr entspannt. Mal gucken, was da unten ist. Hallo? Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Ach du Scheiße. I saw Edie Säge, sneak dies, down to the das. basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. Aha. It turned Tschüss. out she was hiding a lot more than that. Ein versteckter Raum. Ja, was ist mit denen, Digga? Oh. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara Oder died, he got Parisi as far Vibes. away as he could. Guck There's a pattern in mal. all these stories. Essen, Trinken, komplettes I Lager. think it's that none of us has gotten very Eine far. Küche, Wasser. Das ist sozusagen für Notfälle oder was, wenn die Welt untergehen sollte. Ja, guck mal, ein Bild, damit die denken, die sind draußen. Bisschen Blumen. Okay,
krass noch mal eine Geschichte. Walter. Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. Alter, 30 Jahre? On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. Heftig. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Having a schedule, living for today. Sind das Pilze? Nee, das sind I always expected to be dead tomorrow. Peaches. But if you wait long enough, you get used to anything. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Geil, ja. And then one day, everything just Krass, 2005, Digga. whatever that thing was, it was gone. Guck mal, Maybe it die got tired Pickel auf der of Haut und so. Or maybe I just got tired of being afraid. Digga, es ist jeden Tag das gleiche zu essen, Bruder. It's been a week Irgendwann. now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave. 30 Jahre, Digga, das sieht aus wie ein Museum. Oder 30 Jahre. Das ist, das ist... Was machst du in der Zeit? I know it's out there somewhere. Whatever killed Barbara and Molly Also das ein Wesen hat alle umgebracht, oder was? and Calvin. Oh, Calvin hat sich ja selbst Maybe umgebracht. this is all a mistake. Ein Vorschlaghammer. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Bruder, 30 Jahre in einem Raum eingesperrt, Digga, wer hätte darüber Bock so? Whatever's out there, I want you to know I'm ready for it. I'm going to appreciate Was ich dich fragen will, stell dir vor, du bist so especially the food. jetzt irgendwie eingesperrt, Alter. Es ist, keine Ahnung, 2023. Man sperrt dich und man führt dich für 100 Jahre oder für 50 Jahre rein. Das ist auf einmal 2073. I'd be happy with one new day. Wie kommt man denn in der Welt klar, Digga? I can Das ist ja already alles imagine neu. the Du musst dich ja komplett neu hier sozialisieren. Ach, den hat ein Dingens erwischt. Kranke Scheiße. Heftig, okay. Walter died when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Ja, Bruder, schwierig, ja? I'm sure my mom was trying to protect me. Okay, und so würde ich sagen, wir machen hier mal einen kleinen Cut, Digga. Dann geht's weiter in die nächste Folge. Das Spiel geht schon ein bisschen so 2,5 Stunden, glaube ich, 3 Stunden insgesamt. Nicht so lange, aber auch nicht so kurz. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, wenn es wieder heißt Let's Play What Remains of Edith, Finch. Bis dann, checkt die Beats auf die Zwiebeln und haut rein.